Und schon geht's wieder weiter mit der Bundesliga. Zweiter Spieltag, der Auftakt heute mit Leipzig gegen Stuttgart. Ja, Stuttgart überraschenderweise erstmal Tabellenführer, nachdem sie Bochum 5-0 aus dem eigenen Stadion geschossen haben. Leipzig hat in Leverkusen das Topspiel am ersten Spieltag verloren. Ich glaube aber, dass die Leipziger hier einen Sieg holen werden. Obwohl das nicht so ganz leicht sein wird gegen Stuttgart, möchte man meinen. Aber spielerisch sind die Leipziger, denke ich mal, den Stuttgartern ein bisschen überlegener. Ich mache trotzdem mal nur ein 2-0, weil ich glaube, so ein richtiges Schützenfest wird es nicht. Aber ich habe auch gesagt, am ersten Spieltag fallen nicht so viele Tore. War schon mal nach den Samstagsspielen total für einen Arsch, sag ich mal. Also Leipzig-Stuttgart für mich 2-0. Am Samstag geht es dann weiter mit Freiburg gegen Bremen. Auch sehr, sehr interessantes Duell. Die Bremer, gut, Auftakt gegen Bayern. Wir als Frankfurt-Fans, wir wissen, wie das ist, Auftaktspiele gegen Bayern zu verlieren. Freiburg hat aber auch, die haben gewonnen in Hoffenheim. Ich dachte, die haben unentschieden gespielt. Nein, die haben in Hoffenheim gewonnen. Also auch da auch schon mal der Sieg. Und ich glaube, die Freiburger machen weiter. Obwohl, was machst du? Oder machen wir unentschieden. Freiburg, allein wie die schon wieder die beiden Tore gegen Hoffenheim geschossen haben, ne? Das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Jahr, der Freiburger. Ich mache aber trotzdem mal, oder mache ich einen Überraschungssieg? Ich mache mal einen Überraschungssieg. Oder unentschieden. Ich mache unentschieden, komm. Meine letzte spontane Entscheidung, ich mache mal unentschieden. Freiburg-Bremen 1-1. Aber ich befürchte eher, dass die Freiburger das Spiel auch gewinnen werden. Nächstes Spiel ist dann Köln gegen Wolfsburg. Beide nicht siegreich. Köln in Dortmund ganz unglücklich verloren. Hätten sie eigentlich auch nicht verlieren müssen. Wolfsburg hat gegen Heidenheim überraschenderweise zu Hause gewonnen. Tja, das Duell hat auch meistens immer Wolfsburg gewonnen. Wenn die in Köln gespielt haben, glaube ich, die letzten Jahre hat Wolfsburg da immer gewonnen. Und ich glaube, das machen sie auch dieses Mal. Leider. Aber ich muss ja auch ein paar Punkte holen. Vor daher tippe ich mir hier ein knappes 1-2. Die Kölner, wenn sie so weiterspielen wie gegen Dortmund, dann traue ich denen sogar einen Sieg zu. Aber ich befürchte leider, dass Wolfsburg das macht. Die sind vielleicht von der Qualität her ein bisschen stärker besetzt. Aber mal gucken, wird sicherlich ein spannendes Spiel. Ich tippe aber mal Wolfsburg ganz knapp auf Sieg. Und dann gibt es ein schönes Derby im Ruhrpott. Bochum gegen Dortmund. Letzte Saison haben sie, glaube ich, dreimal gegeneinander gespielt. Dortmund hat in Bochum 1-1 gespielt. In der Liga, im Pokal sind sie weitergekommen. Und so Spiele muss Dortmund einfach gewinnen. Das ist wie jede Saison. Du musst einfach solche Spiele gewinnen, damit du schon am Anfang der Saison oben mit dabei stehst, dass du dir schon mal einen Platz irgendwie festmachen kannst. Von daher tippe ich hier mal auch ein knappes Ergebnis. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele knappe Ergebnisse mache. Ich mache mal hier ein 3-1. Bochum in Stuttgart war schon echt schlecht. Also ich habe mal Konferenz geguckt und immer, wenn sie da mal hingeschaltet haben, war eigentlich nur Stuttgart in Ballbesitz. Und im Endeffekt war auch fast jeder Ball drin. Und Dortmund, klar, die müssen sich auch spielerisch steigern. Das war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber am Ende musst du die Punkte holen. Wir können ja auch ein Phrasenschwein aufstellen. Aber naja, was willst du machen? 3-1 für Dortmund. Dann eine weitere Begegnung aus der Kategorie, willst du es El Plastico nennen? Weiß ich jetzt nicht. Heidenheim gegen Hoffenheim. Das wäre Heidenheim auch nicht fair gegenüber. Also da muss ich wirklich nochmal sagen, Heidenheim hat sich das, wie alle anderen Aufsteiger, einfach sportlich verdient. Ja, sie haben sich für die erste Liga qualifiziert, haben wirklich die letzten Jahre richtig gute Arbeit gemacht, sehr konstant mit Frank Schmidt, den ich für einen sehr, sehr authentischen Trainer halte. Habe letztens seinen Auftritt im Sportstudio gesehen und da war ich sehr angetan von, wenn er das denn so durchzieht, wie er es da so erzählt hat. Ja, und Heidenheim, wie gesagt, erstes Heimspiel in der Bundesliga generell, gerade gegen Hoffenheim. Würde ich natürlich gönnen, aber ich befürchte, das wird Hoffenheim gewinnen. Ich schätze sie halt auch einfach stärker ein. Also da machen wir uns nichts vor. Heidenheim ist in jedem Spiel Außenseiter. Ich glaube, selbst gegen Darmstadt sind die Außenseiter. Deswegen mache ich mal trotzdem ein Tor für Heidenheim. Ich gönne denen mal ihr erstes Bundesliga-Tor generell. Da mache ich hier auch mal knappes Ergebnis, 2-1 für Hoffenheim. Der zweite Aufsteiger dann gleich hinterher. Darmstadt zu Hause gegen Union. Union auch schon eine richtig gute Vorstellung gezeigt gegen Mainz. Ob die das gleiche machen wie Freiburg in der letzten Saison, weiß man nicht so recht. Ob die da oben auch wieder sich festsetzen. Könnte sogar gut sein. Wir haben echt eine gute Truppe. Jetzt sind sie noch an Bonucci dran, haben Kevin Volland geholt, Robin Gosens haben wir schon mal angesprochen. Sehr kuriose Transfers, aber wirklich stark. Also auch, denke ich mal, Transfers, die der Mannschaft wirklich weiterhelfen. Und von daher glaube ich auch hier, dass Union das Spiel gewinnen wird. Hier mache ich mal ein knappes 1-0. Ich bin wirklich am Anfang der Saison, ich weiß gar nicht warum, immer so ein bisschen vorsichtiger mit den Tipps. Ihr merkt das schon. Aber ihr habt ja auch gesehen anhand des letzten Spieltags, es fallen dann halt auch einfach mal an einem Samstag, glaube ich, knapp 15, 16 Tore, vielleicht sogar noch mehr. Also ich habe da nicht immer ganz so recht, wie ich das gerne hätte. Ein schönes Topspiel haben wir da noch am Samstagabend. Gladbach gegen Leverkusen, auch ein Derby. Leverkusen hat, wie ich finde, wirklich eine Top-4-Mannschaft diese Saison. Also Granit Xhaka, Jonas Hofmann, Grimaldo, vorne Victor Boniface oder Boniface. Ich glaube, Boniface wird er ausgesprochen.
Den hätte ich auch gern bei der Eintracht gesehen, sage ich euch, wie es ist. Dazu Xabi Alonso, guter Trainer, hat eine ganz klare Spielphilosophie, lässt guten Fußball spielen. Und Gladbach 4-4 in Augsburg. Was soll ich dazu sagen? Das war auch sehr, sehr kurios. Aber ich glaube auch hier, dass Leverkusen sich durchsetzen wird. Auch ein knappes Ergebnis. Hier mache ich aber mal ein 3:2. Viele Tore. Ja, einfach auch, weil die beiden Teams am ersten Spieltag viele Tore geschossen haben, aber auch ein paar kassiert haben. Und ich schätze halt Leverkusen dieses eine Tor zurzeit auch besser ein. Von daher 3:2 für Leverkusen. Am Sonntag dann auch ein Duell. Kein Derby. Mainz gegen Frankfurt ist kein Derby, so wie das viele Medien und viele Zeitungen immer betiteln. Es ist kein Derby, normales Spiel. Mainz gegen Frankfurt. Die haben in Sofia 1:1 gespielt. UEFA Conference League Playoffs gerade zu Ende gegangen. Da ging einfach noch wenig nach vorne, beziehungsweise fast gar nicht. Hinten halt das eine Gegentor, Traumtor. Aber es war so ähnlich wie gegen Darmstadt, nur dass der Gegner diesmal getroffen hat. Würde ich jetzt einfach mal sagen, so aus Eintracht-Sicht. Von daher ist da noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Was ist mit Moani, was ist mit Lindström, wer kommt noch, wer geht noch. Also da ist noch ganz, ganz viel im Argen und da ist noch ganz, ganz viel in der Luft. Tja, ich hoffe aber trotzdem auf einen Sieg. Man hat mir gesagt, ich soll immer auf meine Mannschaft tippen, deswegen mache ich das auch dieses Mal, obwohl ich da eigentlich nicht weiß, wer bei uns 2 Tore schießen soll, außer Moani. Ich glaube, wenn Moani geht, jetzt sind wir gefühlt einfach Absteiger Nummer 1. Ich mache auch hier ein knappes 2:1. Ich will mich darauf aber nicht festnageln, weil ich glaube, dass Mainz zu Hause, Frankfurt, sind immer scheiß Spiele gewesen für uns in den letzten Jahren. Aber ich tippe auf meine Mannschaft. Mal gucken, ob ich das die nächsten Spieltage auch nochmal mache. Aber es hat ja bislang viel Glück gebracht. Und der Abschluss dann mit den Bayern gegen Augsburg. Die müssen also zusehen, dass wenn Dortmund gewinnt, dass die auch nachlegen. Das ist einfach eine Quote von 26 für Augsburg. Also, wenn ihr 100 Euro setzt, könnt ihr euch ja ausrechnen, wenn die Augsburger gewinnen sollten, dass ihr dann ein gutes Monatsgehalt verdient habt. Aber das machen die Bayern. Also ich glaube jetzt, die werden sich immer mehr und mehr einspielen, auch vorne mit Harry Kane. Jetzt ist Musiala verletzt, Muskelfaserriss leider aus Sicht der Bayern. Aber die haben trotzdem immer noch genug Qualität, um den Augsburgern da den Rang abzulaufen. Hier tippe ich auch mal ein 3:1. Ich glaube, dass die Augsburger eventuell, vermute ich, so wie gegen Gladbach, mindestens mal einschießen. Gegen Gladbach waren es 4. Tja, das sind also meine Tipps zum zweiten Spieltag. Und jetzt schauen wir nochmal kurz auf die Gesamtübersicht. Ich habe gerade geguckt, wenn ich die ganzen Tipps so abgeben würde und drauf wetten würde, würde ich dann am Ende, wenn das so alles zustande kommt, knapp 6.000 Euro dann gewinnen. Also da könnt ihr euch ja schon ungefähr ausrechnen, ob die Tipps gut waren oder eher risikoreich. Ja, wir sehen hier VfL Luca. VfL 19 Luca auf der 1 mit 21 Punkten. Der hat also richtig, richtig stark getippt. Der hatte jedes Spiel, glaube ich, mindestens mal die Tendenz richtig. Ich glaube, ein Spiel oder 2 Spiele hatte er vom Ergebnis her genau richtig. Dann haben wir hier den X-Tex, altbekannter Levin. Flipmo Scott ist, glaube ich, neu. Der Tippsiegson ist ein alter Bekannter, der Robby und so weiter und so fort. Ich habe auch 18 Punkte geholt am Anfang. Ihr seht, der erste Spieltag sagt noch wenig aus. Also, danke auf jeden Fall, wenn ihr mitmacht. Viel Glück mit euren Tipps. Vergesst nicht zu tippen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu meinen Tipps zu Spieltag Nummer 3. Macht's gut, euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Ciao, ciao.